Warte mal, ich hab da noch was. Warten? Ich will als Erster oben auf dem Aussichtspunkt sein, dem Kastell. Mich trennen nur noch ein Berg und ein paar Stufen von meinem Sieg. Können Sie mir sagen zufällig, wo es ins Kastell geht? Keine große Hilfe, aber gut, es geht eh nur in eine Richtung, nach oben. Die Menge der Stufen habe ich natürlich selbst beim Wettlauf gegen Antonia gezählt. Es waren bisher... Moment, ich war gerade bei... es ist zu warm zum Zählen und ich bin außer Puste. Ich glaube, das da oben könnte schon das Ende der Stufen sein. Schon? Schon? Das ist meine Ansage. Überraschung, es war noch lange nicht das Ende. Ich sollte mir merken, mich in Sachen Treppensteigen nie mit Antonia anzulegen. Zumindest bin ich auf dem richtigen Weg und ihr immer ein Stückchen voraus. Oh, anlegen, das erinnert mich an was. Da war ja was auf der Hinfahrt. Ein Laken, das wir hier drauf machen könnten. Ja. Ich bin dafür, falls wie im Orient Express jemand ermordet wird, die Leichen. Und das war's aus dem Abteil. Ich suche mir ein anderes. Habe ich natürlich nicht. Gemeinsam mit Antonia 17 Stunden in einem Zug von Prag nach Rijeka über Nacht. Ja, das hatte was. Vor allem viele träumerische Momente. Also ich finde ja die kleinen tschechischen Dörfer sehr süß. Sehr ländlich. Ich mag das. Natürlich haben wir nicht nur durch Fenster geschaut. Manchmal waren es auch Türen. Ich muss mal kurz Antonia noch retten. So, einen wunderschönen guten Tag. Die Abos bitte. Abonnier doch selber. Bam! Das Weiche ist groß. Und da, wo die herkam, fand sich ein QR-Code, der uns zu einer App mit Audioguide brachte. Einem Reiseführer für Rijeka. Und den können wir nutzen, um uns ein paar verschiedene Plätze, Sehenswürdigkeiten anzugucken. Und der hilft uns sozusagen durch die Stadt zu finden. Das ist cool. Das heißt, wir ersetzen eigentlich Max jetzt durch eine Maschine in Rijeka. Genau. Und das, obwohl er uns so gut mit Sprachnachrichten durch Prag gelotst hatte. Ah ja, das ist... Tut mir leid, Max. Nun also mitten im App-Empfehlungsabenteuer. Wo war ich? Ach ja, immer noch auf der Treppe. Einen wunderschönen guten Morgen aus Rijeka. Wir haben unsere erste Nacht im Hotel außerhalb des Nachtzugs. Ich denke, gut überstanden. Wie war es bei dir im Ja, Bett? es war gemütlich. Ja, und nicht gemütlich ist das, was wir gerade machen, glaube ich. Um Treppen mitten in der Mittagssonne zu genießen, muss man wohl ein gewisses Fell haben. Zumindest gibt es immer wieder Absätze. Ich scheine trotz Luftmangels das Rennen zu gewinnen. Kommt nur mir das verdächtig vor? Aber ich kann ja mal die Geschichte anfangen, die ich dir erzählen wollte. Ja, sehr gerne. Und zwar, als die Stufen hier gebaut wurden, sagt man, dass die Bauleute, die Leute, die die Stufen gebaut haben, einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sind. Ach, ist gar nicht so schlimm. Ja, nee, klar. Spitze. Schätze ich. Gott sei Dank ist das wirklich das letzte Stückchen. Erster, halt, was hat der Teufel als Gegenleistung für seine Hilfe verlangt? Wer eben als erstes über die Stufen geht, Ja, die Seele holt der Teufel ein. das sagst du mir jetzt? Ups. Ja, herzlichen Dank. Oder so. Beim Verschnaufen erzählt mir Antonia den Rest der Geschichte. Die Bauleute wollten den Teufel austricksen und schickten eine Ziege vor. Deren Seele musste er dann nehmen. Das erzürnte ihn und er verfluchte die Stufen. Niemand soll ihre genaue Anzahl kennen. Hey, die perfekte Ausrede für mich. Direkt neben dem Kastell stehen mehrere Kirchen. Es soll Pilger geben, die diese Treppe auf den Knien... Oh, ich mag's mir gar nicht vorstellen.
An der Stelle, wo heute das wiederaufgebaute Kastell die Spitze des Hügels krönt, hatten unter anderem schon die alten Römer eine Beobachtungsstation. Man wollte seine Schiffsrouten von hier oben bewachen. Auf einer Mauer machen wir es uns gemütlich und genießen den Ausblick auf die Stadt. Antonia nutzt die Ruhe und holt ihr Wissen aus der Tasche. Rijeka ist die drittgrößte Stadt Kroatiens. Im Laufe ihrer Geschichte hat sie schon viele Herren gesehen, vom Frankenreich, dem Habsburgerreich über Italien und Jugoslawien bis zur heutigen Republik Kroatien. Allein im 20. Jahrhundert gehörte die Stadt zu 7 verschiedenen Staaten. Diese Umbrüche sind im Stadtbild gut zu erkennen. Kontraste, die einen ganz besonderen Charme versprühen. Seitdem wir in der Stadt sind, haben wir schon viele verschiedene Sprachen gehört. Tourismus scheint die neue Lebensader. I'm from China and I'm come here to see the sea, and this is the first time I come to Croatia. Okay, so I come here for visit, and I know this the castle is a famous state for sightseeing. So I come here. I really enjoy the views, the weather, everything perfect. Here. Im Innenhof des Kastells finden wir eine kleine Galerie und ein Café, das uns zum Verweilen einlädt. Auf einem Plakat lesen wir von Open-Air-Sommerkonzerten und Theateraufführungen. Mit Eistee und Wasser gut vorgekühlt, machen wir uns wieder auf Richtung Innenstadt. Aber die Stufen möchte ich auch auf dem Weg nach unten nicht zählen. Also runter ist es auf jeden Fall sehr viel entspannter, wenn man nicht rückwärts läuft. Unweit der Treppe wiegen sich kleine Boote in einem Kanal. Auf dem Platz davor fällt mein Blick auf eine seltsame rote Linie. Was sagt das Wissen aus der Hosentasche dazu? Antonia, Ja. weißt du, was das für eine rote Linie hier sein könnte? Tatsächlich habe ich, glaube ich, darüber was gelesen. Warte. Und zwar von 1924 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs stand mitten in der Stadt eine meterhohe Mauer. Okay. Die Stadt war geteilt, Also wie Berlin quasi. sozusagen. Die rote Linie markiert den ehemaligen Verlauf von dieser Mauer. Auf der einen Seite Italien, auf der anderen das spätere Königreich Jugoslawien. Die wiedervereinte Stadt macht auf mich den Eindruck eines kleinen, nicht nur touristischen Schmelztiegels. Viele verschiedene Sprachen und viele junge Leute. In dem Café nebenan komme ich mit Kellnerin Lea ins Gespräch. It's good as you get to chance to meet new people, new cultures, and like it's obviously always in the summertime because winter is really quiet, so it's good for us, you know. We have a lot of work, a lot of young people, new stuff, so it's refreshing. Yeah, every year is more and then like there is more and more people living here actually every year. Yeah, so it's not just visiting; it's more and more multicultural people here every year. So that's good. Okay, so Good for people Rijeka. come here to visit and then they fall in love with the city. Yeah, and like with Erasmus, you know, with Okay. students, so we have a lot of people like that here. So yeah, it's good. That's very cool. Ob durch Studentenaustausch oder Urlaub, die Stadt stiehlt die Herzen ihrer Besucher. Wir laufen zu einem der Orte, an dem man den Puls der Stadt besonders deutlich spüren kann. Der Bummelmeile Corso. Cafés, Bars, Restaurants und allerlei Läden verführen zum Verweilen. Wer jetzt nicht fließend Kroatisch spricht, der muss natürlich trotzdem nicht verhungern. In den meisten Restaurants gibt es gleich eine englische Karte, viele sogar auch mit deutscher und italienischer Übersetzung. Während auch wir flanieren, wandern unsere Blicke über sanierte Fassaden, die von der reichen und turbulenten Geschichte der Stadt erzählen. In der Mitte des Corso der Stadtturm, eines der Wahrzeichen der Stadt. Das nächste findet sich nur wenige Schritte entfernt. Jetzt gerade stehe ich hier vor der St. Vitus-Kathedrale. Ein ziemlich beeindruckendes Bauwerk auch wieder. Aber ich muss ehrlich sagen, was ich ein bisschen interessanter finde, ist ein bisschen links daneben. Ich habe schon einen Eingang gesehen zu einem Tunnel. Da hatten wir ja im Nachtzug schon den Guide gesehen, mit den kleinen Bildern davon. Und ich hoffe, da drin ist es ein bisschen kühler, von daher. Ich gehe schon mal. Ah, hört ihr das? Glocken. Erinnert mich an Abos. Kann man auch mit Glocke machen. Okay, die Hitze bekommt mir definitiv nicht. Also nichts wie rein in die dunkle Stube. Auf jeden Fall sofort kühler.
Richtig angenehm sogar. Im Inneren begrüßen uns rauer Fels und schmale Neonlampen. Hier ist kalt. Dir ist kalt hier unten. Ja. Was würdest du schätzen, dass die gefühlte Temperatur hier unten? Minus 12 Grad. Minus 12, ja, ich denke, das ist sicher sehr nah dran. Und sowas entstehen Horrorfilme. Diesen Tunnel hat man natürlich nicht gebaut, damit sich überhitzte Touristen wie wir abkühlen können. Er entstand im Zweiten Weltkrieg. Als Schutz. Danach wurde er dann als Munitionslager weiter genutzt. Und jetzt, ja, ist er eine Touristenattraktion und gut zum Abkühlen. 330 Meter später tauchen wir auf der anderen Seite der Altstadt wieder ins Tageslicht. Auch hier begegnen uns die verschiedensten Baustile und erinnern zum Beispiel daran, dass Rijeka mal eine Rivalin von Venedig war. Wir planen unsere Route zum zweiten Herzen der Stadt. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg, würde ich sagen, jetzt zum Hafen wieder runter. Was übrigens sehr gut hilft bei solchen Erkundungstouren über die Karte. In ganz Rijeka gibt es kostenloses WLAN in der Stadt. Da muss man sich mit seinem Datenvolumen eigentlich keine Sorgen machen. Zwischen all den hübschen, neuen Fassaden finden sich hier und da schlafende Schönheiten, die nur darauf warten, wachgeküsst zu werden. Nicht erst seitdem Rijeka Kulturhauptstadt Europas war, zieht an vielen Stellen neues Leben in alte Steine. Der Hafen der Vielfalt frischt sein Gesicht Stück für Stück auf, erfindet sich immer wieder neu. Anscheinend gibt es so ein paar Gebäude hier, die schon mal bessere Zeiten gesehen haben, oder? Ja, ich habe tatsächlich schon mal von einer Papierfabrik gelesen. Okay. Die war die zweitwichtigste, größte in Europa anscheinend. Ja, ist aber jetzt ein wenig runtergekommen. okay. Und jetzt wird es halt mit so Kultur dazu und da werden Partys drin gefeiert und sogar auch Hochzeiten. Okay, also doch wieder sehr auf diesen Tourismusfaktor irgendwie und Auf jeden so Fall, Kultur ja. wieder Wert gelegt. Oder? Ja. Schön. Ja, schön, wenn man das draus macht, dann aus den Gebäuden noch. Ja. Wir folgen dem kleinen Kanal, bis das Süße auf das Salzige trifft. Im Hafen angekommen, schlendern wir vorbei an Yachten und genießen den beginnenden Abend. Das war ein echt abwechslungsreicher Tag heute, oder? Auf jeden Fall. Wir waren ganz oben auf dem Kastell, wir waren fast ganz unten im Tunnel. Und mitten in der Stadt. Weißt du, was eigentlich noch fehlt? Strand. Ja. Morgen. Wunderschönen guten Morgen aus Opatja. Der heutige Tag, kann man sagen, steht im Zeichen des Wassers. Wir haben uns nämlich gestern Abend noch eine kleine Bootstour organisiert. Das heißt, wir gehen jetzt erst aufs Wasser. Dann werden wir uns einen Strand suchen, um ans Wasser zu gehen. Und vielleicht gehen wir dann auch ins Wasser. Aber erstmal jetzt aufs Boot und ich freue mich darauf, mal zu sehen, wie Rijeka und Opatja denn vom Wasser aus aussehen. Unser Taxi holt uns direkt vom Hotel ab. Die noch von gestern geschundenen Füße freut's. Mit Wind und salziger Gischt um die Nase lässt es sich gut aushalten. Natürlich werden in beiden Orten, also in Rijeka und in Opatja, Bootstouren angeboten, die man als Tourist buchen kann. Da gibt es ganz verschiedene Angebote, also Fahrten zu Inseln, man kann aufs Wasser rausfahren, um dort zu baden. Auf dem Wasser geht für den Moment echt in Ordnung. So kann ich auch viel besser dem zuhören, was der Kapitän uns so erzählt. Unser Guide hat uns gerade erzählt, wir fahren am Ort Volosko vorbei. Hier gibt es verschiedene Sportarten, die da betrieben werden und der Windsurfverein, der startet jeden Morgen 5 Uhr sein Training. Und es lohnt sich anscheinend, denn der zweifache Weltmeister, der trainiert da auch gerade. Mit den Wellen tanzen. Sieht zumindest vom Boot so einfach aus. Wenn man hier seinen Urlaub verbringen möchte, dann hat man eigentlich alle Möglichkeiten. Diverse Wassersportangebote und Bootstouren in Rijeka. Das ist eine unglaublich abwechslungsreiche, lebendige Stadt. Und es gibt Opatja, das ist ein Kurort. Da kann man sich erholen. Und da geht es wieder hin zurück. Wer zwischen den beiden Städten pendeln möchte, ist mit dem Bus übrigens schneller als zu Wasser. Thank you very much.
Strand wieder festen Boden unter den Füßen, tauschen wir den schon wieder ein, jetzt gegen ein paar Räder. Wir fahren nach Rijeka und gucken uns mal Sachen an, die, genau wie wir gerade eigentlich, aus dem Wasser gekommen sind, nämlich Fische. Es gibt einen schönen Fisch- und Frischemarkt. Das sollte man auch nicht zu oft sich versprechen dabei. Der Bus bringt uns in etwas über einer halben Stunde ins Zentrum von Rijeka. Kurz danach sind wir wieder da, wo wir uns gestern schon einmal umgesehen haben, im Hafen. Der ist ganz schön weitläufig. Ganz in der Nähe liegt der Theaterplatz. Den Boden darunter hatte man im 19. Jahrhundert dem Meer abgerungen. Der Park darauf mit seinen Rosen gilt als schönster Park in Kroatien. Direkt daneben stehen die Markthallen. In einer gibt es Käse, Fleisch und Wurst und in der anderen die Köstlichkeiten aus dem Meer. In der Halle des Fischmarktes ist trotz schon recht vorangeschrittener Stunde einiges los. Da wir aber in unserem Hotelzimmer keinen Fisch braten können, tauchen wir in die Farbenfülle vor der Halle. An ein paar Früchten komme ich einfach nicht vorbei. Und jetzt ist endlich Zeit für Strand. Antonia, würdest du mal... Dankeschön. Perfekt. So, das ist jetzt der Strand eigentlich auch gar nicht weit weg. Es gibt ein paar kleine Strände direkt in Rijeka und auch im Umland. Erreicht man meistens gut mit dem Bus. Man kann natürlich auch wieder so eine kleine Bootstour machen zu einem extra Strand außerhalb. Und ja, wir haben uns jetzt einen Strand ausgesucht, direkt in Rijeka. Und da machen wir uns auf den Weg hin. Und das natürlich wieder mit dem Bus. Nur wenige Minuten später sind wir da. Wer sich gern auf üppigen Sandbänken sonnt, wird es hier schwerer haben. Der Strand besteht aus Felsen und Kies. Was hier aber richtig gut geht, Antonia beobachten, wie sie Tiere beobachtet. Der krabbelt. Und zu guter Letzt rein ins frische Nass. Auch wenn ich meine Badehose... Egal. Mit Bus, Bahn, fast bargeldlos und mit ein bisschen Englisch sind wir auf unserer gesamten Reise gut durchgekommen. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, oder? Denke ich auch, ja. Das letzte Ziel auf so einer Kroatien-Reiseliste abgehakt. Ja. Einen schönen Strand gefunden. Ja, ist gar nicht so groß, aber Platz findet man überall auf jeden Fall noch. Ja, und das Positive an den ganzen Steinen hier ist, man kann den Sand nicht mit nach Hause nehmen. Das stimmt, ja. Ja, das war jetzt unsere ganze Reise schon. Was denkst du so über die ganze Fahrt, auch im Nachtzug? Es war auf jeden Fall abenteuerlich und eine Erfahrung wert. Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Das war auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung. Ja. So bin ich noch nie gereist und dann auch noch so eine große Distanz. Das ist schon Ja. sehr aufregend. Wir haben jetzt so ein kleines Problem. Die Sendung heißt ja Hinreisen. Ja. Und wie kommen wir wieder zurück? Let me go home, home. I wanna go home. Why don't you let me go? Well, I feel so break up. I wanna go home to go. Now hoist out the John B. sails. See how the mainsail set. Seht mich gar nicht. Ihr könnt mich gar nicht sehen. Ich bin versteckt. Okay, nochmal von vorne. Guck mal, die Krabben. Krass. Oh, ich Krabben. Ich habe mich erschrocken. Das ist gut. Und noch die coole... Ja. Naja, trotzdem bis zum nächsten Mal. Bis dahin könnt ihr da noch Videos schauen. Ich gehe trotzdem. Nein, ich bin dagegen gerannt. Ich aber... Es gibt noch einen Outtake vor den Outtakes. Ja. Zu den Outtakes.